Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. An diesem wunderschönen Wintertag schauen wir uns den Pössl Vario 499 mal ganz genau an. Wie der Name schon sagt, unter 5 Meter lang, trotzdem ein gewaltig großes Doppelbett, eine Sitzgruppe für 4 Personen, eine tolle Küche, einen riesen Kühlschrank und eine schicke Nasszelle. Wie das alles geht bei so einem kurzen Fahrzeug, das schauen wir uns in diesem Video ganz genau an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it brown, hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento. If you love me, then I love you. Wenn ihr auch denkt, der Vario 499 ist ein super Auto, dann lasst mal einen Daumen hoch unter dem Video da. Und wenn ihr sagt, den Vario 499 mag ich eigentlich gar nicht so gerne, aber die Videos von Togo finde ich super, dann drückt trotzdem Daumen hoch. Hilft uns immer weiter. Ja, der Vario 499 aus dem aktuellen Modelljahr ist ein super faszinierendes Auto, weil er einerseits das kompakteste ist, was wir bei Togo über alle Fahrzeuge hinweg liefern können mit 4,99 Meter Länge und trotzdem eben ein großes Bett und all solche Dinge hat. Wie man das macht, deswegen haben wir uns auf dieser Seite mal postiert, sieht man natürlich auf den ersten Blick. Das, was er an Länge spart, gehen wir an Höhe nach oben. Und dieses GFK-Dach, was aufgesetzt ist, ist eben einer der Punkte, womit man aus so einem kompakten Auto noch mal viel mehr rausholen kann. Einerseits holen wir uns in der oberen Etage ein bisschen Länge dazu, indem wir hier diese, ich sag mal, alkovenähnliche, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, die Sonne scheint, ich kann die Augen kaum aufmachen, indem wir uns alkovenmäßig ein bisschen Liegefläche mit dazu holen. Und natürlich ist das Fahrzeug hoch, je nachdem welche Dachhaube das ist. Ich stelle mich mal, ich bin ja nur 1,92 und das mit ausgestreckten Armen, ich habe es vorhin nachgeguckt, 3,12 Meter steht im Prospekt, ist halt einfach ein sehr, sehr hohes Fahrzeug. Die Frage ist, ob einen die Höhe stört. Über Optik des Daches kann sich jeder streiten. Ich persönlich mag das irgendwie leiden, erinnert mich immer wieder an Wohnmobil und ich finde das knuffig, so richtig quadratisch praktisch gut. Aber das mag nicht jeder leiden, nur ehrlicherweise ist es so, Tiefgarage haut sowieso nicht hin. Und ob der Wagen dann 2,50 Meter, 2,80 oder 3,10 Meter ist glaube ich nicht so relevant. Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Das würde mich immer interessieren, wie da das allgemeine Stimmungsbild ist. Natürlich hat so ein kompaktes Auto mit der Höhe ein bisschen mehr Windangriffsfläche und das wird man bei einer richtigen Böe auf einer Autobahnbrücke spüren. Aber auch da, ob jetzt 50 cm mehr oben so entscheidend der Unterschied sind, weiß ich nicht genau. Ja, der Wagen, so wie er hier steht, Außenfarbe ist weiß. Das ist für ein Vario 499 auch immer eine gute Idee, weil alle anderen Farben einfach deutlich Aufpreis kosten. Ansonsten wäre es einfach so, dass ihr einmal die Farbe unten, so mal Fiat Metallic Aufpreis bezahlen müsstet, ungefähr 600 €. Und das, was es dann immer noch mal teuer macht, ist eben auch die Lackierung des Daches mit noch mal 2000 € Aufpreis on top, sodass, wenn ihr den in Metallic haben wollt, ihr am Ende grob bei 2500 € steht. Und das ist natürlich schon ein Brett und dafür kann man eben auch eine Lithiumbatterie und eine Solaranlage aufbauen, was durchaus auch cool wäre. Wir haben momentan das Glück, dass wir verschiedene Vario 499 für Kunden auf dem Hof haben und da kann ich euch so ein bisschen die Details zeigen. Im Innenraum haben wir unterschiedliche Stoffe und von außen eben hier auch ein paar unterschiedliche Dinge. Beide sind weiß, kein Geheimnis. Wir haben aber hier einen Wagen mit dem Serienkühlergrill in dem Matt Silber und den silbernen Scheinwerfern hier oben. Und der Wagen hier auf der rechten Seite hat einen schwarz glänzenden Kühlergrill und hier auch die Scheinwerferrahmen in dem Schwarz. Genau. Alternativ könnte man hier unten das noch in Silber machen. Das ist jetzt bei beiden in der Serienfarbe, weil man das sowieso nicht wahrnimmt, oder in schwarz glänzend. Normalerweise habe ich immer eine ganz klare Favorisierung und sage meistens, der schwarz glänzende Kühlergrill ist, glaube ich, das, was man machen sollte. Hier habe ich mich eben davor gestellt und habe gesagt, ich finde beides schick. Also mir gefällt das bei beiden Fahrzeugen hervorragend gut. Ist auch kein großer Preisunterschied. In Summe ungefähr 140 €. Also ihr könnt das einfach nach eigenem Geschmack entscheiden. Überhaupt, um euren Geschmack so ein bisschen
weiter zu bilden sozusagen und euch nochmal ein paar Fotos in Ruhe anzuschauen, folgt uns auch bei Instagram. Da findet ihr uns auch unter Togo Reisemobile. Da macht Chris zusätzlich von den Fahrzeugen immer noch ein paar schöne Bilder, dass man nicht nur das Bewegtbild aus dem Video hat, sondern ihr euch auch nochmal richtig mit den Details in Ruhe auseinandersetzen könnt. I beat by Joby, feel like Obi-Wan Kenobi, cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced. We headed straight to the source. No middleman, little man, let me show you if you was lost. It's a couple college courses, but I ain't finished that shit. Been chasing dreams since 17, so yeah, I've been on my shit. Yeah, we loaded up the vault and had to empty the clip. Remember days we wasn't paid and had to roll up the clips. Now the herbs be extra strong and they come in a zip. People say we taking long, but we ain't rushing with shit. Put the plans in God's hands and he gon' bless us with. Beide Fahrzeuge, die jetzt hier sind, sind ja auf Fiat Ducato Basis. Ihr könnt natürlich auch beim Vario 499 den Citroën Jumper als Basisfahrzeug bestellen. Hier haben wir jetzt bei beiden Fahrzeugen die Alufelge in 16 Zoll für die Kunden mitbestellt. Das ist quasi die originale Fiat-Felge. Serienmäßig würde der Wagen auf 15 Zoll Stahlfelgen kommen und natürlich gibt es auch 16 Zoll Stahlfelgen, wenn man das wollen würde. Der Vario 499 war schon im letzten Modell und das wird natürlich so weiter beibehalten mit echten Rahmenfenstern hier mit dabei. Von außen ist ein kleiner Unterschied. Einmal haben wir das Dekor so ein bisschen einfarbiger. Also es war vorher, glaube ich, blau und ein dunkleres Grau. Jetzt ist alles einfarbig und auch die Pössl-Schriftzüge rundherum sind in derselben Farbe abgesetzt. Das ist in meinen Augen zwar eine Kleinigkeit, aber was irgendwie das Gesamtbild doch stimmiger und harmonischer macht. Ein Punkt, der direkt beim Vario 499 auffällt zu fast allen anderen Fahrzeugen, ist, dass die Tür flacher ist. Wir bauen nämlich hier auf dem H1, also auf dem ganz flachen Ducato auf. Bei den ganzen 5,40 Meter und 6 Meter Varianten ist das Blechdach ein bisschen höher. Wenn ihr euch ein Video vom Vario 499 zum Beispiel, Twin Vario anschaut, werdet ihr sehen, dass das Dach eine ganz andere Form hat und eben hier nicht gerade aufliegt. Die Breite der Tür ist aber sehr, sehr ähnlich. Wenn ihr das All-In-Paket mitbestellt, was die meisten von euch tun, dann habt ihr hier so eine Fliegengittertür immer serienmäßig mit dabei. Und bei den H-Line-Autos, also vor allem jetzt bei dem Vario 499, ist die elektrische Zuziehhilfe nicht serienmäßig. Wenn man die also haben möchte, muss man die dazu bestellen. Dann habt ihr diesen Effekt, Tür leise schließen und die Zuziehhilfe zieht den Rest ganz von alleine ran. Und das ist gerade auf engen Stellplätzen was auch sehr freundschaftsfördernd sein kann. Das gleiche gilt für die Trittstufe. Auch die müsst ihr bei den H-Line-Autos separat mit dazu bestellen. So, es ist zwar wunderschön, aber eiskalt. Deswegen habe ich schon jetzt direkt nach kurzer Zeit eiskalte Finger. Und wir gehen mal rein ins Warme. Oder zumindest Windstille, weil viel wärmer ist es hier tatsächlich auch nicht. Und ich darf euch im Vario 499 herzlich begrüßen. Ein Auto, was mit gewaltiger Stehhöhe, ganz viel Gemütlichkeit und einfach einem super cleveren Grundriss aufwartet. Und wie sich der aufteilt, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ja, für mich immer wieder ein faszinierendes Erlebnis. Ich sitze hier drin und das Auto wirkt einfach gewaltig. Das ist halt einfach ein ganz toller Effekt, wenn wir das Bett auslagern, was wir hier ins Dach auslagern und einfach von dem Gesamtfahrzeug überhaupt kein Platz für das Bett weggeht, sind plötzlich auch kompakte Autos natürlich von innen gar nicht mehr so klein. Ihr müsst ja einfach euch vorstellen, wenn wir jetzt ein 540er oder ein 6 Meter Auto nehmen und da hinten beim 6 Meter Auto zum Beispiel ein 1,40 Meter breites Doppelbett reinpacken, dann haben wir ja plötzlich die Situation, dass wir das Fahrzeug quasi nur noch 6 minus 1,40 Meter sind 4,60 Meter, dass wir nur noch 4,60 Meter quasi Innenlänge haben oder Fahrzeuglänge, die wir für den Rest des Wohnmobils benutzen können. Und hier haben wir ja 5 Meter. Also dementsprechend ist hier fast mehr Raum. Das ist das eine, was viel ausmacht. Und das zweite, was, glaube ich, sehr viel für das Raumgefühl ausmacht, ist, dass die Nasszelle hinten an der Wand ist und eben nicht als Schrank oder Nasszellenelement in der Mitte steht und damit einfach die Sichtachse von vorne nach hinten frei ist und nur von hinten halt ein kleines Stückchen des Raumes weggenommen wird. Und dadurch haben wir natürlich, obwohl der Wagen so klein ist, im vorderen Bereich eine ganz normale große Sitzgruppe. Um das mal hier zu gucken, wir haben hier auf Tischhöhe ja, ungefähr 98 cm zur B-Säule und hier oben auf der Kopfhöhe, da wo wir normalerweise die Nasszellenwand haben, etwas mehr als 1,15 Meter. Und auch die Breite des Tisches ist mit 54,5 cm und aus 86 cm Breite
sehr groß. Dieser Wagen hat zusätzlich noch alles kalt, den Schwenktisch mit drunter. Das kann man komplett rausschwenken. Das ist nicht Serie, das müsstet ihr auch separat bestellen. Und dann könnte man zum Beispiel auch vom Beifahrersitz ganz komfortabel mit sitzen. Aber hier, der Wagen ist ja schwerpunktmäßig auf 2 Personen ausgelegt, glaube ich, kann man sich meistens wirklich gut gegenüber sitzen, weil das eine großzügige, schöne Lösung ist. Das, was wir immer wieder feststellen, ist, dass diese City-Flitzer einfach häufig dann auch, so wie dieser zum Beispiel, mit Fiat und Automatikgetriebe bestellt werden. Da habt ihr die komplett freie Wahl. Bei Fiat ab 140 PS könnt ihr die Automatik mit dazu bestellen. Und wir machen die Autos sonst wirklich auch richtig schön. Wir haben hier zum Beispiel Wechselrichter, Lithiumbatterie, alles Mögliche mit eingebaut. Und wir haben von beiden Fahrzeugen uns mal die Ausstattungslisten mit nach draußen genommen. Einfach nur mal, um zu gucken, was jetzt hier ist. Ich nehme mir mal zuerst von diesem Fahrzeug die Ausstattungsliste. Wir haben hier einen Wagen 160 PS Fiat Automatik. Das sind sie beide, ganz genau, von außen in weiß. Beide in Holzdekor Rosenholz. Das heißt, wir haben hier das etwas wohnlichere, gemütlichere Holz. Seit dem Modelljahr 21 könnt ihr ja auch das Eiche Kupfer Bora, was man aus den Summits kennt. Vielleicht macht Chris jetzt einfach mal ein Bild von einem Summit in Eiche Kupfer Bora mit rein, dass ihr mal eine Idee bekommt. Das gäbe es für dieses Fahrzeug auch. Und dann sind die Autos wirklich schön und komplett ausgestattet, bis hin zu allen Assistenzsystemen, die ich bei Fiat mitbestellen kann. Dieser Wagen hier hat jetzt zum Beispiel eine Truma Kombi 6e Gasheizung, das heißt eine Gasheizung mit Elektrounterstützung. Bei dem drüben haben wir sogar eine Dieselheizung, was bei den Fahrzeugen eben auch geht. Unterm Strich ist das dann viel Ausstattung und da muss man ehrlicherweise sagen, kommt nachher auch eine Preisklasse mal in den hohen 60ern zusammen, aber dann habt ihr eben Lithiumbatterien, großen Wechselrichter und all sowas mit dabei. Der andere Wagen ist ähnlich ausgestattet. Dort haben wir auch Lithiumbatterie, auch einen Fahrradträger, Sicherheitsschlösser, all solche Dinge mit dabei. Also das ist immer so Größenordnung Ende der 60er, die sich so ein Vario 499 als Fiat Automatik bewegt. Wenn man ihn als Citroën mit dem Basismotor nehmen würde, ist der Grundpreis, nur dass ihr da einmal eine Idee bekommt, ist der Grundpreis für so ein Vario 499 bei 45.700 €. Dann habt ihr 140 PS Citroën als Basisfahrzeug in weiß und ab da geht's los. Und ich denke, die günstigste Variante ist so 55.000 €. Dann hat man schon echt viel mit dabei. So, wir sollten jetzt mal gemeinsam schauen, wie die Küche sich hier aufteilt, ob euch das vom Raum reicht, wie wir das mit Stehhöhe und allen anderen Maßen haben. Und dafür wechseln wir jetzt mal die Plätze und ich gehe mal in den Kochbereich. Die Küche vom Vario 499 ist im Prinzip eine Standard-Kastenwagenküche. Ihr habt einen richtig schönen Kocher mit 2 zugegebenermaßen kleinen, aber ausreichend großen Gasflammen. Natürlich mit der elektronischen Zündung, ein schönes Waschbecken. Das hier oben alles einheitlich untergebracht. Eine schöne Arbeitsfläche, die daneben ist. Und unter dieser Arbeitsfläche, die diese tolle Rundung hat, haben wir dieses Riesenfach, was einfach sehr, sehr viel schluckt. Daneben auch praktisch eine kleine Art Apothekerauszug, dass man den Raum wirklich gut nutzen kann. Jetzt stehe ich ein bisschen im Weg. Eine normale Besteckschublade und darunter einfach nochmal ein kleines Fach, wo man was reinpacken kann. Die Stufe hier vorne ist nicht mit zu nutzen als Stauraum, da sitzt der Frischwassertank mit drin. Jetzt fragt man sich auf den ersten Blick, wo ist hier der Kühlschrank? Das hat Pösse ganz geschickt gelöst. Der ist hier in meinem Rücken. Das ist ein großer Kühlschrank, das sind fast 100 Liter. Separates Gefrierfach, das man auch rausnehmen könnte, um noch mehr Kühlraum zu haben. Und eine der Neuerungen zum Modelljahr 2021 ist, dass wir den Kühlschrank haben, der auf beiden Seiten angeschlagen ist. Das heißt, wir können ihn auch auf der Seite öffnen. Hat den großen Vorteil, dass man endlich auch auf Klo sitzt und sich was zu trinken aus dem Kühlschrank holen kann. Da denkt mein Gehirn direkt wieder Bier. Nee, das ist halt der Kühlschrank, der in vielen Fahrzeugen drin ist. Das ist jetzt wahrscheinlich der Grundriss, wo man das am wenigsten braucht. Aber trotzdem ist er auch größer geworden zum letzten Modelljahr. Dadurch, dass der Kühlschrank etwas größer geworden ist, ist hier auch die Aufteilung sonst ein bisschen anders. Wir haben hier eine kleine Kleiderstange, wo man noch mal was dranhängen kann. Und, ups, da war letztes Jahr noch eine Schublade. Kann man das sehen? Ja, ist noch ein kleines Fach, wo man auch ein bisschen sperrigere Dinge, lass es eine große Pfanne oder irgendwas in der Richtung sein, mit reinpacken kann. Insgesamt muss man sagen, ich ziehe mal ohne Chris den Kopf zu stoßen.
hier das Bett runter. Jetzt ist das Bett schon in der fertigen Schlafposition. Das heißt, ich kann in der Küche wunderbar stehen und auch wenn jemand schläft, kann man hier das Frühstück zubereiten und das alles machen. Das Tolle ist, dass wir auch hier drunter fast 1,70 Stehhöhe haben. Das heißt, man kann wirklich sich aufrecht komfortabel hier hinsetzen. Man kann reingehen, man muss ja den Kopf einziehen, wenn man durch die Schiebetür geht. Und wenn ich in der Küche stehe, dann habe ich hier die ganz normale, uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Hier ist es tatsächlich so hoch, dass ich, um die Stehhöhe zu messen, einmal auf die Stufe steigen muss. Und dann 2,44 Meter sollte reichen. Wenn jemand das nicht als Stehhöhe reicht, wäre ich daran interessiert, würde ich ihn gerne kennenlernen. Oben in der Küche haben wir die Schränke, richtig schöne große Fächer. Auf der anderen Seite, kommst du da rum? Ja, kann man reingucken. Ne? Schöne Fächer, hier oben mit Rüttelkanten mit dabei. Und das Ganze haben wir auf der anderen Seite nochmal genauso. Die sehen genauso aus. Und was super viel ausmacht, was jetzt bei dem hellen Licht kaum auffällt, wir haben hier die Ambientebeleuchtung mit drin. Das ist ein richtig schönes Licht mit dabei. Zusätzlich, die sind nicht Serie, hat der Wagen jetzt hier eine 230 Volt und die USB-Steckdose mit dabei. Und auch als zusätzliche Steckdose hier oben, das ist auch eine USB-Steckdose, die man aber optional mit dazu bestellen muss. Also alles in allem ist das ein Fahrzeug, man merkt ja schon, wie lange wir hier stehen. So viele kleine Details, hier nochmal ein Fach, da nochmal eine Ablage. Und auch hier oben zum Beispiel als Ablage aus dem Bett gut zu nutzen, nochmal ein riesengroßes Fach mit dabei. Hinten anschließend an die Küche gehe ich wirklich 2 Stufen hoch, 2 große Stufen. Und bin dann hier hinten und das Faszinierende für mich ist, ich kann immer noch stehen. Also auch in der Dusche, und dann haben wir auch die letzte Stehhöhe gemessen, haben wir hier 1,98 Meter Stehhöhe, so dass man hier richtig schön Raum hat. Den Wagen haben wir schon winterfest gemacht. Ich stecke das. Das ist ein schönes Geräusch, das kommt bestimmt im Video richtig gut rüber. Komplett neu angeordnet ist im neuen Modell ja der Nasszellenbereich. Wir haben ein neues Waschbecken, das ist ganz elegant hier eingelassen. Ich finde, das macht optisch einen richtig guten Eindruck. Und das dann ist eben auch die Dusche, um die rein und raus zu ziehen. Was nicht geändert wurde, ist, dass wir hier in dem Kasten den Gaskasten mit drin haben. Da passen 2x11 Kilo Gas mit rein. Das heißt, da ist eine richtig schöne, großer Vorrat, dass ihr auch bei kalten Jahreszeiten viel damit fahren könnt. So viel Gas braucht man hier vielleicht gar nicht, weil so ein GFK-Dach oben natürlich auch eine wahnsinnig gute Isolierung hat. Und auch hier geht es weiter mit dem Stauraumwunder. Wir haben einen großen Spiegelschrank, den wir öffnen können. Auch hier wieder viele schöne kleine Ablagen und da die Kante. Und das, was man halt nicht unterschätzen darf, auch hinter der Toilette haben wir hier nochmal einen richtigen Kleiderschrank. Ich glaube hier unten, genau dort mit Kleiderstange mit drin. So dass man auch hier eben richtig viel Stauraum hat. Und ihr müsst euch halt immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, 4,99 Meter Gesamtlänge. Wer auf Klo sitzen will, hat hier eine richtig schöne Schiebetür und so bleibt natürlich auch Raum mit dran. Und das Tolle ist, dadurch, dass hier hinten die normalen Hecktüren sind, kann man einerseits mit Blick nach draußen und guter Durchlüftung auf Klo sitzen. Das ist aber vielleicht nicht die Hauptmotivation, aber ihr könnt eben auch die normale Duscharmatur nehmen, rausnehmen und euch draußen abduschen und habt damit gleich eine Warmwasser-Außendusche mit dabei. Also der Vario 499 kann da wirklich wahnsinnig viel. Jetzt gibt es 2 Fragen, die aktuell noch offen sind. Wie groß ist das Bett? Passe ich da rein? Und was ist hier unter mir? Weil ich stehe ja dann doch relativ hoch. Und die werden wir jetzt Stück für Stück beantworten. Und wir fangen damit an, dass wir erstmal das Bett runterklappen und oben mal messen, wie viel Liegefläche da wirklich ist. Gewaltiger Schlafraum, oder? Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, was das für ein Riesenbett ist. Wir haben hier wirklich, guck mal, bis da hinten, 2,17 Meter Länge und hier in der Breite 1,66,9, also fast 1,67 in der Breite. Das ist einfach ein gewaltiges Bett. In der Höhe ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Hier haben wir knapp 62 cm in der Höhe. Wir machen das hier bei einigen Fahrzeugen. Die Matratze hat ja so ein, ich glaube Meshgewebe nennt sich das, so ein Abstandsgewebe, das die Feuchtigkeit, die man so nachts verliert, vernünftig weg kann, damit es nicht schimmelt oder sparkig wird. Wer noch ein bisschen mehr Schlafkomfort haben will, für den bauen wir auch immer mal wieder Lattenroste mit ein.
so dass man ungefähr 3 cm Höhe verliert nach oben, aber dafür dann auf dem punktelastischen Lattenrost liegt. Das Schöne ist, ab hier nach hinten ist der Raum im Prinzip dauerhaft da. Das heißt, Bettwäsche, alles kann da oben drauf liegen bleiben. Und zum Raufsteigen habt ihr einmal eine Leiter mit dabei. Das sehen wir gleich im hinteren Bereich. Und wer jetzt wieder drunter schreibt, ich würde gerne mal sehen, wie er da liegt und rein und rauskommt. Das Rein- und Rauskommen ist wirklich einfach, gerade mit der Leiter. Ich komme sogar ohne Leiter rein und raus. Und wir machen euch mal einen Link oben in die Ecke von einem Video, wo ich oben im Bett liege, dass man wirklich auch meine Massigkeit als Körper, als Referenz vielleicht mit dabei hat. Heute ist mir das ehrlich einfach zu kalt. Wenn ich mir die Schuhe ausziehe, bin ich danach 2 Wochen krank. Es ist nämlich -5 Grad, eisig, und ich freue mich, dass ich dicke Schuhe anhabe. Aber ich kann euch sagen, es ist ein großes Bett und es funktioniert hervorragend und ist auch wirklich gemütlich. Hier ist immer eine Dachhaube serienmäßig mit dabei. Aber normalerweise 40×40, das Mini-Heki. In dem Fall haben wir jetzt hier 50×70, das Midi-Heki, also eine Nummer größer mit dabei. Und die Fenster links und rechts sind auch immer da. Das heißt, ihr habt echt eine schöne Durchlüftung, dass das gut passt. Und wenn man das Bett eben nicht mehr braucht, ein Handgriff, das Ganze wieder runter und dann hat man wieder die volle Bewegungsfreiheit und das komplette schöne Raumgefühl. Jo, ich mache jetzt hier mal die Tür zu und dann gucken wir mal hinten in den Stauraum und schauen, wie es dort aussieht. Gerade bei den kompakten Fahrzeugen nehmen die meisten unserer Kunden Fahrräder mit und da gibt es natürlich unterschiedliche Lösungen. Das Schöne ist, wir können hier an den Fahrzeugen 2 der hauptsächlich genommenen Varianten zeigen. Wir haben hier einmal einen normalen Fahrradträger. Zack. Für 2 Fahrräder. Traglast ungefähr 35 Kilo. Ja, 35 Kilo, die er haben darf. Das heißt, für normale Fahrräder ist das eine super Lösung. Wenn man in das Thema E-Bikes oder sehr schwere Fahrräder einsteigt, ist das keine gute Lösung. Wenn man das lösen will, also wenn man schwerere Fahrräder hat, dann könnte man das so machen, wie wir das hier an dem anderen Vario 499 umgesetzt haben. Dieser Wagen hier hat nämlich den Busbiker mit dran. Den löse ich jetzt mal mit meinen eiskalten Fingerchen. Also hinten da. So. Ist festgefroren. Hier habt ihr wirklich, das natürlich auch noch hochgeklappt, habt ihr wirklich einen Träger, der darf 70 oder 75 Kilo Fahrräder tragen. Ihr habt eine ganz niedrige Beladehöhe. Es macht das Auto natürlich in dem Augenblick, wo es ausgeklappt ist, einen Tick länger. Aber dafür ist es super komfortabel. Und auch wenn er voll beladen ist, kann man das einfach lösen. Muss aufpassen, dass man sein Nachbarauto nicht kaputt macht und kann es voll beladen rumschwenken und hat so dann den komplett freien Zugang auf die Heckklappen. Da sieht man einfach, wie individuell wir die Fahrzeuge mit den Kunden konfigurieren. Es sind unterschiedliche Stoffe, Hölzer, Batterien, Wechselrichter, alles Mögliche möglich. Und sogar beim Fahrradtransport hat jeder seinen eigenen Schwerpunkt. Kleinigkeit fürs Modelljahr 21. Das Dekor auf der Hecktür ist ein bisschen anders. Finde ich ganz nett gemacht. Ist ein bisschen schöner als die dunklen durchgehenden Flächen. Jo, hier sieht man, wir haben viel mit dazu bestellt. Der Wagen hat ein Winterpaket, deswegen liegt da die Isomatte mit drin, Fahrerhausteppich und all solche Dinge mit dabei. Und auch das Zusatzbett für die Sitzgruppe vorne, dass man dort wirklich ein vollwertiges Bett für eine dritte Person hat. Damit wir aber richtig messen können, wie groß das Ganze ist, gehen wir mal rüber zu dem Wagen mit dem Fahrradträger und gucken, ob da mehr Platz im Stauraum ist, dass wir besser messen können. Ja, das sieht doch schon eindeutig besser aus. Hier können wir die Maße mal wirklich nehmen. Wir haben in der Höhe 36 cm und in der Tiefe haben wir hier ein längeres Stückchen, 1,5 Meter knapp, und hier 70 cm und das Ganze in der Breite 1,36. Ich will einfach nur sagen, es ist ein Stauraum. Tisch und Stühle bekommt ihr da ganz entspannt mit rein. Auch ein Grill oder alles, was man sonst so brauchen würde. Und hier kann man noch mal schön die Aufteilung sehen. Stauraum, da habe ich eben drauf gestanden. Perfekter Zugang, ganz komfortabel. Die Toilette zu entsorgen. Hier nochmal der Kleiderschrank. Und dann hat eben auch die Leiter hier einen festen Platz. Wobei die meisten Kunden die seitlich am Bett oben daneben schieben, wenn man das braucht. Und eben auch die Möglichkeit, die Dusche hier hinten rauszunehmen. Hier habe ich sie mir schon mal bereitgelegt.
dass man wirklich hier hinten vernünftig sich abduschen kann, also keine separate Außendusche mehr montieren muss. Ja, wie in dem Vario drüben eben angekündigt, das war Polsterstoff Solero mit dem bläulichen. Das hier ist Polsterstoff Mindoro. Das Ganze in beiden Fällen eben mit dem Rosenholzdekor, so dass man hier zwei doch sehr unterschiedliche Fahrzeuge hat, obwohl das Holz eigentlich das gleiche ist. Und wer noch mehr Abwechslung haben will, kann eben auch das Holzdekor Eiche Kupferbohrer mit dazu nehmen. Insgesamt einfach immer wieder ein Fahrzeug, was mich total fasziniert, was man wahrscheinlich auch merkt, weil er einfach auf so kompaktem Raum der Länge eines normalen Kombis einen richtig tollen Lebensraum ermöglicht. Wir haben letztes Jahr mal ein Vergleichsvideo gemacht zwischen Campster und Vario 499. Da blenden wir euch jetzt einfach nochmal das Video zusätzlich mit ein. Schaut euch das vielleicht auch nochmal an, damit man einfach sich nochmal ganz bewusst macht, wie ähnlich die Fahrzeuge von den Maßen sind und wie unterschiedlich sie sind von der Nutzbarkeit sind. Dieses Fahrzeug zum Beispiel hat sich ein Kunde gekauft, der bis vor kurzem Campster gefahren ist. Der gibt jetzt nächste Woche sein Campster ab und nimmt dafür den Vario 499, weil er dann eben für ihn doch reisemobilmäßig gesehen viel mehr Wert bietet. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck vom Vario 499 erhalten. Wir würden uns freuen, wenn ihr euren Vario 499 mit uns zusammen konfiguriert. An diesen beiden Fahrzeugen kann man sehen, wie toll die Unterschiede da sind und wir gehen dann individuell auf eure Wünsche ein. Und gerade wenn ihr Dinge habt wie E-Bike-Transport, Wechselrichter, Batteriecomputer, Lithium-Batterien. All die Dinge haben wir in den Fahrzeugen umgesetzt. Das zeigen wir euch ja auch in allen anderen Videos immer mal wieder, sodass wir gerade für die Leute, die einen tollen Anspruch an ihr Fahrzeug haben, sicher der richtige Ansprechpartner sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei allen weiteren Videos. Bleibt gesund, genießt die Wintertage, die wir momentan haben und bis bald bei uns in Stove oder im nächsten Video. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days, but nothing changed unless you change what's around you, how you think, how you live, how you speak.